Leute, ich freue mich so sehr auf dieses Video heute und das schon wirklich lange Zeit. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass ich sehr großer Porsche-Fan bin, meinen GT2 RS über alles liebe, aber es gibt natürlich bei Porsche schon historisch auch ein paar Fahrzeuge, die dann so auf so einer Wunschliste stehen im Kopf, wo man sich einfach denkt, das muss man mal fahren, das muss man mal erlebt haben, das muss man mal persönlich spüren. Und da waren für mich immer 3 Autos auf dieser Liste. Das war einmal der Porsche GT1, der Porsche Carrera GT und der 918. Den GT1, den durfte ich mal für Grip fahren bei einem Videodreh. Das Ding kostet 5 Millionen Euro, ist eigentlich ein Rennauto für die Straße. Das war komplett absurd. Aber heute ist quasi der nächste Check auf der Liste vorhanden. Denn heute dürfen wir einfach mal den Carrera GT fahren, Leute. Das Auto gehört LCE Performance, die haben uns den zur Verfügung gestellt. Wir sind jetzt hier Richtung Bodensee gefahren und oh mein Gott, was ist das für ein puristisches, geiles Auto. Ich denke, den meisten von euch ist dieses Fahrzeug ein Begriff. Ist natürlich auch ein bisschen tragisch sehr bekannt geworden, muss man sagen, weil Paul Walker mit diesem Auto verunfallt und gestorben ist. Aber es war auch davor einfach schon immer ein unfassbares Liebhaberauto. Ne? Wenn man Walter Röhrl-Interviews sich anschaut, dann sagt er, es gibt eigentlich nur ein Auto, mit dem er wirklich, also vor dem er wirklich Respekt hat, wenn er es am Limit bewegt, und das ist der Carrera GT. Der hat damals 450.000 Euro gekostet. Ist 2006er Baujahr, also er wird zwischen 2003 und 2006 gefertigt. Ist jetzt natürlich im Wert schon gestiegen. Ich glaube 700.000, 800 kann man auf jeden Fall für die mittlerweile verlangen. Und ich finde es halt so geil, wenn man vor diesem Fahrzeug steht. Ich meine, es ist jetzt natürlich schon ein älteres Auto. Und es sieht auch irgendwie so, es sieht so unscheinbar puristisch einfach aus. Ne? Diese runden Formen, die dieses Fahrzeug hat, die runden Scheinwerfer, die Felgen auch allein. So, eigentlich so Classic Standardfelgen mit einem Zentralverschluss, aber das, finde ich, macht dieses Auto irgendwie aus. Das hat so einen ganz speziellen eigenen Touch. Unglaublich, wenn man davor steht, irgendwie, ich weiß auch nicht, das strahlt einfach was Besonderes aus. Und ich habe auch echt Respekt vor der Fahrt heute, aufgrund dessen, dass man halt schon so viel über dieses Fahrzeug gehört hat. Ne? Das ist echt ein wunderbares Auto in Silber, also eigentlich so wie mein GT2 RS, so wie man eigentlich auch immer so 918 sich im Kopf vorstellt, so steht er hier da. Wir haben hier einen 5,7 Liter V10 Motor. Das ist eigentlich hier Technik, muss man sagen, die ursprünglich mal für Le Mans, für die Rennstrecke gedacht war. Hat es aber in der Form gar nicht auf die Rennstrecke geschafft, sondern ist in diesem Straßenauto dann gelandet. Und generell ist dieses Auto ja, würde ich mal sagen, so die Weiterentwicklung vom GT1. Das hier ist der Heckflügel, den kann man ein- und ausfahren. Ich zeige euch das mal schnell, wenn ich noch die Tür aufkriege. Ja, das geht schon mal ganz gut. Den Schlüssel habe ich dir noch gar nicht gezeigt, hier auch. So einfach so ein oldschool geiler Schlüssel. Hat schon was, ne? So, einmal hier rein. Und zack, ist er wieder drin. Ich finde es so fast geiler. So sieht es edler aus, weil wenn der so raussteht, schaut ein bisschen, ich weiß nicht, komisch aus. Ist natürlich damals, ne, für damalige Verhältnisse war das schon was Besonderes, dass man so einen Heckflügel hat, der sich rausfährt. Jetzt kennt man das ja vermehrt, aktive Aerodynamik und so weiter. Und das auch noch viel mehr verstellbar, wie das jetzt hier ist. Aber es hat halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, dieses Auto. Auch hier, wenn wir mal uns die Abgasanlage anschauen und generell hinten das Heck, die Rückleuchten. Es schaut schon sehr vintage aus, was das Auto damals schon hatte. Auch ganz geil sind Unterboden, richtige Finnen und Luftleitungen. Also wenn man hier mal ein bisschen reinguckt, dann sieht man einfach, wie krass dieses Auto eigentlich aus dem Motorsport kommt und nicht wirklich, also es hat mit einem Straßenauto so in der Form ja nichts zu tun, sondern das hier ist Renntechnik, ein ganz klassischer, geiler Diffusor da, ne? Ganz klassischer Diffusor da, ne? Ist wichtig. Also wirklich, wenn ihr beim Autokauf immer einmal auch mal hinten reinschauen, sage ich immer. Das ist auf jeden Fall wichtig. Checkst du das? Ja, das ist doch crazy, oder? Also das ist einfach, ne, das sieht man halt einfach, ne, das hat ja mit einem normalen Straßenauto eigentlich in der Form nichts zu tun. Sieht man einfach, wie das Ganze verbaut ist. Ich weiß noch, beim GT1 damals, da konnte man auch aufmachen, da musstest du zum Tanken vorne die Haube so aufklappen.
Das muss man hier nicht mehr. Also Tankdeckel hat man jetzt hier ganz normal auf der rechten Seite. Das ist schon mal gut. Aber ja, das ist kein Auto für eine einfache Fahrt. Ich glaube, so viel kann man sagen. Mir wurde auch gerade schon gesagt, ey, beim Anfahren, nimm kein Gas, also beim Anfahren kein Gas benutzen, weil scheinbar dieses Auto das Problem hat, dass man, wenn man da ein bisschen mit Gas anfährt, dass man ultra schnell die Kupplung abbraucht. Also das ist scheinbar ein gängiges Problem. Generell ist ein gefährliches Auto. Es gab wirklich viele Unfälle auch schon mit diesem Auto, weil es halt einfach, glaube ich, unterschätzt wird. Man darf so ein Fahrzeug nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber aus Erzählungen her, auf jeden Fall habe ich einen Heidenrespekt und ich glaube, das sollte man auch haben. Geil, Leute, ihr merkt schon, ich bin gut drauf, ich freue mich richtig. Es ist für mich was Besonderes und auch schön, dass ihr da mit dabei seid. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen richtig schönen Carporn und dann hocken wir uns rein und checken auch mal den Sound. Daddy now, Alter. Alter, wir haben ja so oft jetzt mit OPF und dies und das. Ja, ganz aber hier anders, muss man einfach sagen, der Sound ist so krank, ne? Krank, aber ich schwöre dir, hier drinnen, eine Tür zu, klingt das nicht so geil. Nee? Das klingt irgendwie gar nicht so laut. Ich war gerade so, ich dachte mir so, hä, ist der gar nicht so laut? Aber wenn du die Tür wir machen machst, direkt einen Vergleich. Mach mal jetzt. Ja, pass mal auf. So. Einmal Tür zu. Der wirkt nicht so kernig hier drin. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt auf der Cam, aber es ist trotzdem ultra geil. Ultra geil. So, dann steig mal ein, ne? Ja, oder? Schau, ich aber fahr bitte vorsichtig. Ja, ja. Du hast gerade so oft gesagt, dass Leute damit verunglückt sind. Ja, ich weiß. Ich habe es auch so oft gehört, dass ich wirklich... Das wird ein entspanntes Video, Leute. Wir werden nicht heizen, ich werde es nicht übertreiben. We're gonna live on und wir machen weiterhin Videos. Also das verspreche ich euch. Wenn das Video kommt, dann heißt es alles gut gegangen. Wenn nicht, dann nicht. Die ersten Meter. Die erste Meter hat schon geklappt. Er ist nicht abgestorben, obwohl es bergauf ging. Also jetzt kann nichts mehr schief gehen, würde ich mal sagen, oder? Schau mal, allein hier dieser Einstieg. Wie krank ist das mit dem Carbon? Diese Carbonzelle hier. Das ist wie so ein richtiges Monocoque, ne? Also da sitzt man eigentlich schon gut geschützt hier drin. Aber gut. Ja, dann Kann ja, nichts schief gehen. Man muss sich schon ein bisschen verrenken, ne? Ja. Also. Weit nach, also viel größer darf man auch nicht sein, ja, eigentlich, ne? Ja. Was wiegt der? Der ist schon leicht. Ne? Also er hat 612 PS. Ja, also ich darf kein Gas geben zum Anfahren. So, 612 PS. Schaut dir das an. Ich finde das Interieur gut. Jetzt dieses Braun ist nicht so mein Favorite, aber ja, also generell Holz ist schon... Braun, Holz nicht so. Jetzt gibt es wahrscheinlich viel Hate, aber ich muss sagen, so diese ganze Kombi mit viel Carbon, dieses puristische. Ich muss auch sagen, diese Heckspoiler finde ich geil, dass es so eckig und kantig ist. Also es hat schon was. Ja. Also ich finde, von außen taugt er mir richtig. Ja, also hier drinnen ist schon, ich glaube selbst zu der damaligen Zeit gab es innen modernere Autos. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne Faktencheck. Aber es hat schon einen extremen Vintage-Vibe hier.
fühlt sich irgendwie schon krass an. So ein großes das Lenkrad ist irgendwie total groß. Das ist fast so ein bisschen so ein Buslenkrad, habe ich das Gefühl. Das passt eigentlich gar nicht zu dem, wie das Auto so dasteht. Aber ist es super direkt und straff alles oder ist es ein bisschen... Ja. Okay. Ja. Also man merkt, man ist richtig connected mit der Straße. Ich finde auch ganz geil, wenn man diesen Heckflügel so im Rückspiegel sieht. Jetzt ist er draußen. Hast du auch ein bisschen Angst, in diesem Auto zu fahren eigentlich? Oder überwiegt der Spaß? Jetzt gerade fahren wir ja hier nur durch Ortschaft, das ist relativ easy. Ich bin ein bisschen abgehärtet, weil ich den GT1 schon gefahren bin. In dem GT1, das war das erste Mal, dass ich so ein Auto erstmal in der Klasse gefahren bin. Zweitens auch also aus diesem Jahrzehnt. Ne? Der ist ja von 1995, glaube ich, ist der. Und der hat 5 Millionen Euro gekostet. Und da sind wir auf der Autobahn 320 gefahren und dann haben die nebendran das mit der GoPro gefilmt und dann hat er gesagt, ja, jetzt müssen wir das bitte nochmal machen fürs Video. Dann bin ich glaube 4 oder 5 Mal diese Autobahn noch runter, damit du für die Aufnahme über 300 fährst und du sitzt im Auto, das einfach 30 Jahre alt ist und das nur so macht, wenn du dann so 320 fährst. Da hatte ich richtig Schiss. Und in der Innenstadt, weil ich immer dachte, vielleicht, wenn mir jetzt einer drauf fährt, alles aus. In dem jetzt finde ich, es gibt schon mal, also es wirkt schon mal eine Stufe moderner zu dem und es gibt mir schon mal so eine Grundsicherheit, dass ich da so das ganze Carbon sehe und irgendwie merke, okay, die Lenkung ist sehr direkt und das Ding läuft irgendwie rund und deswegen gar nicht so übel. Es läuft auf jeden Fall rund. Allein wenn man da den zweiten Gang schon reinhackt, ist es brutal. So. Hey, weißt du, was mir gerade auffällt? Jetzt hätte ich gerade aber mal richtig in die Scheiße gelangt. Ich fahre so und denke mir, okay, hier ist 120. Und denke mir, ja, wir fahren ja als 75, ist ja chillig. Das sind ja Miles per Hour. Jo, stimmt. Und hier ist die km/h-Anzeige. Ups. Auch allein die Geräuschkulisse, das ist ja immer schwer rüberzubringen, aber dieses Mechanische von hinten, das kennt man ja von modernen Autos gar nicht mehr so in dem Stil. Man hat das Gefühl, man hört den Motor richtig so, wie er arbeitet. Ja. Yeah. Eins, was ihr jetzt nicht so merken könnt, aber was ich auf jeden Fall merke, so, Vorsicht, muss wieder anfahren hier ohne. Das ist ja richtig, das stresst mich am allermeisten, dieses Fahr an, aber gib kein Gas dabei und du fährst so los und brauchst einfach 100 Jahre. Was man merkt, die Kupplung richtig hart, Bremspedal richtig hart, also du musst hier richtig arbeiten. So, das ist schon was. Das ist halt so dieses puristische und also die Art und Weise, wie kurz auch die Gänge so reingehen. Saugeil. Oh, der zuckt schon, ey. Der zuckt schon. Aber ich finde es irgendwie. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, jetzt nachdem alle so ein bisschen geredet haben. Ich finde, es fühlt sich, klar, wir fahren jetzt nicht auf der Rennstrecke und wir haben leider auch keine Rennstrecke. Wir haben ja leider nicht mal eine richtige Autobahn, Leute. Also wir können es jetzt nicht übertreiben mit dem Auto, aber ich glaube, muss man auch gar nicht, weil so einfach, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach schon, das ist schon Feeling genug. Und allein nur da bis zum 4. Gang mal durchzuhacken. Aber ist der erste Gang so kurz übersetzt oder hast du einfach schnell geschaltet, bevor er dir irgendwie aus? Beides, also der ist relativ kurz, plus der hat leicht Wheelspin, also ist die Drehzahl schon leicht hochgegangen. Und dann lieber im zweiten und dann hast du im zweiten richtig geil Traktion und richtig guten Durchzug. Also, das macht Spaß.
geil, Leute. Erstmal ist er noch ganz, das ist schon mal gut. Wir sind jetzt nicht crazy geheizt, aber ich denke, da habt ihr auch Verständnis für bei so einem teuren Auto. Man kann aber hier, glaube ich, mal noch ein bisschen zeigen, was sonst noch so steht. Da gibt es ein paar, also hier auch in der Werkstatt, jetzt können wir jetzt nicht alles zeigen, aber hier stehen schon echt ein paar Schätzchen. Lecco mio, übrigens hier einfach mal stehen, GT2 RS matt schwarz. Kommt schon auch brachial, ne? Ich dachte gerade, Alter, wie tief ist der denn bitte? Ja, der steht nur echt, also der steht wirklich aber der, limitmäßig da. Der steht einfach in so einem Schlagloch. Hat der hier schon eine Macke? Ja, eine kleine, glaube ich. Also der große Bruder, aber der kommt schon frech, ne? Der Carrera GT. Der kommt schon frech. Also wir fahren jetzt gleich auch noch weiter und drehen ein weiteres Video, nämlich mit dem AMG, nicht GT, sondern mit dem AMG GT Black Series, Leute. Die haben auch noch eine. Das wird auch noch ganz krass. Also wenn ihr das sehen wollt, abonnieren. Seid ihr am Start, das kommt als nächstes. Und an der Stelle ist auch gesagt, das ist jetzt das vorletzte Video vor der Sommerpause. Denn Leute, es wird eine spannende Zeit für mich. Ich fliege nach Mykonos, drehe dort ein Musikvideo. Und ja, werde bald meinen ersten Track rausbringen. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, warum macht er das, wie auch immer. Würde mich einfach freuen, wenn ihr da vielleicht ein bisschen ganz vorurteilsfrei reingeht. Ich habe schon früher mal viel Musik gemacht, mache das seit einem Jahr wieder. Habe einfach Spaß daran, will jetzt hier nicht irgendwie jemandem was beweisen oder die dicken Macker machen oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach Bock drauf, habe einen Track, bei dem ich dachte, hey, ich fühle den, ich stehe dahinter, ich will den rausbringen und das wird hier bald kommen. Leute, es war ein geiler Tag, der wird gleich noch geiler. Bis dahin, haut rein. Ciao.